Hallo, heute sind wir in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen. Ja, hallo, wir sind hier heute bei unserer Gruppe Schweinsaffen. Wir haben eine Gruppe von 22 südlichen Schweinsaffen. Das sind Tiere, die aus dem Tropenbereich Asiens kommen, speziell Indonesien, Thailand. Dort haben die so ihr Verbreitungsgebiet. Es gibt auch noch den nördlichen Schweinsaffen. Beide Arten sind durchaus sehr bedroht. Die Schweinsaffen an sich sind als Allesfresser überall unterwegs, halt am Futterspektrum vom tierischen wie auch pflanzlichen. Bevorzugen natürlich eher Früchte, Körner, frische Blätter und Triebe. Allerdings verschmähen sie auch keine tierischen Sachen halt. Oft plündern sie Vogeleier, indem sie eben die Nester ausräubern, oder kleine Wirbeltiere oder wirbellose Tiere werden halt auch sehr gern genommen, besonders von den trächtigen Tieren oder den Tieren, die eben Jungtiere haben. Wir aktuell haben auch Jungtiere hier. Die Leute freuen sich immer sehr, weil die Interaktion gerade an den Scheiben, wo die Besucher eben reinschauen können, ist schon relativ hoch. Ein ranghohes Männchen hat hier das Sagen. Bei uns ist es, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, weil der Alfred, unser ranghöchstes Männchen, natürlich schon aufgrund seines Alters und seines Zustandes halt schon ein bisschen angegriffen aussieht, aber er genießt und hat immer noch halt die große Respekt und die feste Position als ranghöchstes Tier, vor dem alle anderen, gerade die jüngeren Männchen, halt natürlich Achtung haben und dann schon entsprechend sich verhalten. Der Alfred tatsächlich so alt er auch ist, der ist nämlich weit über 20, Tiere werden meistens so ja, höchstens 25 Jahre alt, haben wir jetzt schon immer die Befürchtung gehabt, dass er halt dann altersbedingt abdanken muss, aber noch halten sich da auch die jüngeren Männchen zurück. Die Beschäftigung bei Zootieren ist natürlich halt ein großer Punkt, den wir natürlich halt auch bei den Schweinsaffen entsprechend mit einsetzen. Bei denen muss man halt immer gucken, die sind tatsächlich schon ganz schöne Haudegen und Raufbolde und vor denen ist nichts sicher und nicht immer fest genug manchmal. Da muss man selber als Tierpfleger auch mal genau überlegen halt, das sollte schon gut befestigt oder eben massiv sein, damit die nicht sofort dann dran rumreißen. Wir haben jetzt gleich halt die Körnermischung, die wir selber ja eben zubereiten hier im Zoo, für die so verpackt, dass die natürlich erstmal überhaupt rankommen müssen. In der Natur müssen sie es halt auch irgendwie natürlich sich das Futter erarbeiten oder versuchen halt dann irgendwie ranzukommen und benutzen dann entweder eben alle ihre Extremitäten oder eben die Zähne oder vielleicht noch ein bisschen irgendwie einen Stock oder irgendwas und reißen so lange dran rum, bis die an das Futter kommen. So machen wir das jetzt auch. Wir haben hier Papprollen, richtig massive, dickwandige Papprollen. Da drin ist die Körnermischung, ein bisschen gefüllt noch mit Füllmaterial, in dem Fall Holzwolle. Die Enden sind verschlossen, so dass sie nicht so einfach rankommen und dann müssen wir tatsächlich dran reißen und reinbeißen und das aufkriegen. Am einfachsten ist es natürlich halt bei den Papiersäcken, die wir halt hier auch haben. Die gehen natürlich wesentlich schneller auf. Das ist so ein bisschen wie Weihnachten unterm Christbaum, wenn die Kinder dann alle auf die Geschenke stürzen, halt, dann wird dann gerissen und gezerrt, dann ist halt die Umverpackung dann nicht mehr ganz so interessant, sondern das, was eben drin ist, so zählt das halt auch bei den Schweinsaffen. Solche Sachen kann man ganz gut machen. Was so wiederverwendbar ist halt und auch stabil ist, sind solche Behältnisse wie die blauen Tonnen oder andere Behältnisse wie Kanister oder so, dass dann die Sachen da eben reingefüllt werden. Die Löcher entsprechend so groß sind, dass das Futter, das Kleinfutter dann eben da rausfällt oder herausgepult werden muss. Das geht dann braucht man, wenn die Dinger leer sind, dann am nächsten Tag halt auch nur die Sachen rausnehmen.
sauber machen und dann kann man die auch wieder neu verwenden. Aber unsere Schweinsaffen, die stehen halt eher aufs Kaputtmachen. Den könnte man auch einen Stapel Telefonbücher reinlegen, dann würden die auch zerreißen, und so verbinden wir das zumindest halt beim Beschäftigungsfutter ein bisschen mit, dass die dann auch was zu tun haben und mal ordentlich loslegen und kaputt machen können. Großes Gelächter gibt es immer über den Namen. Der Schweinsaffe hat halt leider nicht so einen guten Ruf bezüglich des Namens. Viele Leute wollen dann natürlich immer wissen von uns, warum heißt er so. Nicht, weil er stinkt, also was er auch hin und wieder macht, je nachdem, was gefressen wird. Und weil er halt auch so quiekt. Das ist es nicht unbedingt. Ausschlaggebend war tatsächlich halt eher der Ringelschwanz, also das Schwänzchen. Die meisten, gerade von den makakenartigen Verwandten von ihm, haben eher einen längeren Schwanz. Oder wie auch die Menschenaffen, die gar keinen Schwanz haben, ist halt der Schweinsaffe derjenige, der so einen geringelten, kurzen Schwanz hat, der halt an Schweine erinnert. Die ersten Biologen und Beobachter halt damals, die eben den Schweinsaffen gesehen haben, haben das halt als erstes assoziiert und den deutschen Namen Schweinsaffe gegeben. Ist jetzt nicht ganz so, aber ihn stört es jetzt halt auch nicht. Schreibt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.